Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Spiel für heute. Beer Rescue. Oh, meine Güte. Das Bier ist ausgegangen. Nein, es wurde gestohlen. Was jetzt? Jemand hat das gesamte Bier aus dem DevLab TSA Hauptquartier geklaut. Jetzt ist die nächste Chill- und Grillparty in Gefahr. Don Zabellino lässt sich das nicht durchgehen. Er verfolgt den Dieb durch den Wald. Auf der Flucht der Dieb unterwegs ein paar Bierflaschen fallen. Bierflaschen in der Wildnis verloren? Kein Problem. Don Zabellino versucht jede einzelne zurück ins DevLab zu bringen. Ja, willkommen bei Beer Rescue von DevLab TSA. Wir sind sehr stolz auf unser erstes Commodore C64 Spiel Beer Rescue und freuen uns, es präsentieren zu dürfen. Erschien auf der Evoke 2025 im Rahmen der Interactive Competition, so die Entwickler. Die Funktion des Spiels: ein Startbildschirm mit Lademusik, Frontend, Präsentation mit Menü, Zwischensequenzen, Outro, jede Menge Musik, 10 herausfordernde Level, kompatibel mit C64 Mini, C64 und VIC-20 im C64-Modus. Das Ganze ist auch spielbar im Browser. Code und Grafik von Just Epics, tolle Musik von Nordisch Sound und Skyrunner. Der Kassettenlader stammt von Martin Piper und Richard D. Aktuell ist wohl noch die Frage in den Raum gestellt worden, ob es Leute gibt, die Interesse an mehr Goodies und gegebenenfalls an einer Boxed-Edition haben. Wer sich hier angesprochen fühlt, kann dem Discord-Server beitreten und dort sein Interesse bekommen. Ich empfand das Spiel als sehr unterhaltsam und gerade in den Sommermonaten ist es ja immer eine Katastrophe, wenn das Bier ausgeht, oder? Ja, das fürs ganze Jahr. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Und ach ja, das Spiel kann bei itch.io heruntergeladen werden. Ja, wir kommen zum nächsten Titel. Frogger, ein echter Klassiker. Frogger von 1983 auf dem legendären C64. Ursprünglich von Konami entwickelt und von Sega Activision veröffentlicht, forderte es uns heraus, einen kleinen Frosch sicher über stark befahrene Straßen und gefährliche Flüsse zu leiten. Einfache Idee, endloser Spaß und einer der kultigsten Titel aus dem goldenen Zeitalter des Gamings. Wer erinnert sich noch daran? Er hat den Frosch wohlbehalten nach Hause zu bringen. Bei dem Spiel Frogger geht es darum, Frösche über eine vielbefahrene Verkehrsstraße und einen fließenden Bach mit Baumstämmen und Schildkröten in einer der 5 freien Plätze am oberen Bildschirmrand hüpfen zu lassen. Gefahren sind stets vorhanden. Autos überfahren den Frosch, das Verlassen des Bildschirms und der Sprung ins Wasser überlebt er auch nicht. So weiter. Jeder Frosch muss in einer vorgegebenen Zeit das Ziel erreichen. Verbleibende Zeit wird auf das Punktekonto gebucht. Sind alle 5 Plätze besetzt, erscheint das nächste Level. In höheren Level nimmt auch der Verkehr zu. Die Überquerung des Baches wird durch fehlende Baumstämme, untertauchende Schildkröten und andere kleine Gemeinheiten wie Krokodile, Wasserschlangen und Biber erschwert. Außerdem wird die verfügbare Zeit verkürzt und die Geschwindigkeit nimmt zu. Es gibt Bonuspunkte beim Erwischen von Mücken oder der Kröte. Ein riesiger Spaß, auch wenn die Grafik und der Sound vielleicht nach heutigen Maßstäben eher durchschnittlich sind, habe ich früher viele Stunden mit dem Spiel verbracht. Wer von euch auch? Hände hoch und ab. Kommentar. Im Jahr 2016 hat Hokuto Force ein Remake von Frogger veröffentlicht. Frogger Arcade. Es ist ein Remake der ursprünglichen Arcade-Version von Frogger von 1981. Aktuell sind 2 Versionen in der CSDB-Datenbank verfügbar, eine Disk- und eine Tape-Version.
Die Mechanik und die Punktvergabe sind sich sehr ähnlich, jedoch mit einigen Unterschieden. So wird bei der Version von 1983 bei jedem Erreichen von 10.000 Punkten ein Extraleben vergeben und die Geschwindigkeit ist zu Beginn etwas höher, was die ersten Level schwieriger macht. Ansonsten gibt es in der neuen Version grafische und melodische Unterschiede. Wer das Spiel nicht kennt, sollte es unbedingt ausprobieren. Allen anderen, denen ich hier jetzt nichts Neues erzähle, sollten vielleicht das Spiel mal wieder aus ihrer Diskettenbox holen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Ja, wir kommen zum letzten Titel für heute: Lock and Chase. Frage: Was haben Moon Patrol, Donkey Kong, Super Batman, Galaxian 500, Super Saviors, Track and Field, Gyros und Burger Time gemeinsam? Abgesehen davon, dass es sich um Arcade-Spiele handelt, wurden sie alle von niemand Geringerem als Yo Teddy für den Amiga adaptiert. Wie es scheint, hat er sich zur Aufgabe gemacht, so gut wie jedes Arcade-Spiel auf den Amiga zu portieren. Lock and Chase macht hier keine Ausnahme und reiht sich in die doch sehr beeindruckende Liste von Titeln ein. Er selbst zu seinem Titel Lock and Chase von Dada East, eine Pac-Man-Variante, die ich in Spielhallen gespielt habe. Mir gefiel immer der Anblick der Polizisten, wenn man die Geldtasche nahm. Ich musste meinen 6502-Konverter auf dem Burger Time perfekt lief reparieren. Es ist aber die gleiche Hardware wie bei Burger Time, was sehr hilfreich war. Das war eine nette Überraschung. Lustige Tatsache: Burger Time war eine Art Wunschspiel, da ich es damals nie gespielt hatte. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich weiß nicht mehr warum, und jetzt ist das, was ich schon lange machen wollte, dank der frühen Arbeit an Burger Time viel einfacher. Die Features von Lock and Chase: 100% originaler Spielcode, Sound und Grafik, Hardware-Sprites für eine bessere Bildwiederholrate, 50 FPS auf Amiga 500 mit hoher Geschwindigkeit, PAL oder NTSC-Unterstützung. NTSC ist etwas schneller, auch der untere Bildschirmrand ist etwas abgeschnitten, aber es läuft. Highscores und Bestzeiten werden gespeichert. Es ist eine Transkodierung der Lock and Chase Arcade-Version von 6502 für 68020 Amiga-Rechner. Es gibt auch Cheat-Modus oder Cheat-Tasten: F1, um die aktuelle Level zu überspringen, F2, um die Ausgänge zu öffnen, F3, um 10.000 Punkte hinzuzufügen, F4, um die Unbesiegbarkeit zu aktivieren oder zu deaktivieren. Aber Obacht! Wer mit dem Cheat unterwegs ist, der darf sich dann nicht in die Highscore-Liste eintragen. Das Spiel kann bei itch.io kostenlos heruntergeladen werden und steht als ADF und LHA-Datei zur Verfügung. Und wie immer an dieser Stelle: Wer es herunterlädt, sollte dem Entwickler einen kleinen Beitrag zukommen lassen, damit dessen Arbeit dementsprechend gewürdigt wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Und wer es geschafft hat, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das war es dann auch schon wieder für den Retro Newsflash für diese Ausgabe. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte euch wieder etwas Neues zeigen. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren. Das würde mich dann wiederum freuen. Ansonsten hoffe ich, hören und sehen wir uns in der nächsten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.